Einen wunderschönen Mittwochabend wünsche ich euch und es ist endlich soweit. Wir haben heute den 9. Februar, Sonntag in dem Fall, kurz vor dem Mittwoch, wo ich dieses Video hier hochladen werde. Wir sind endlich wieder beim BMW. Ich schaue ihn mir jetzt wieder an, seit dem letzten Mal, das waren rund 3 Monate knapp müssten das her sein. Rund 3 bis 4 Monate, wo ich das letzte Mal hier war. Und wir schauen mal gemeinsam, ob sich irgendwas verändert hat, ob irgendwas, eine Maus rein ist oder ähnliches. Wir schauen heute aber auch gleich mal an die Türpappen. Und zwar, ich möchte eine Türpappe, am besten die von hinten, möchte ich mal losmachen. Die haben sich ja gelöst, zeige ich euch aber gleich. Und dann schauen wir uns das ganze Spektakel mal an. Also ich steige aus und dann schauen wir mal gleich. Da ist er, der kleine Hühnerschrecker. Und vom Lack hier oben sieht es auf alle Fälle noch besser aus. So, das sieht auf alle Fälle gut aus. Sonst hat sich nicht viel getan. Folie hinten ist immer noch drauf. Ja. Und ist das, was ich jetzt auf alle Fälle nochmal schleifen möchte, dann in den nächsten Tagen und Wochen. Das werde ich euch ja dann bloß kurze Updates dazu geben. Also hier muss ich einmal nochmal richtig runterschleifen. Ihr seht hier, da ist leider dieser Lack aufgebrochen. Ich weiß tatsächlich nicht genau warum. Es war auf alle Fälle von der Temperatur, war es nicht. Es war genügend ausreichend Temperatur, dass es hätte halten müssen. Ich gehe davon aus, dass es aufgrund von dem Epoxidharz vielleicht drunter ist. Das hatte ja auch rund eine Woche gehabt zum Aushärten, ist aber nicht vielleicht richtig passiert. Hier unten haben wir dasselbe Spektakel in grün. Hier schleifen wir auch nochmal alles runter. Hoffentlich könnt ihr das sehen. So. Da seht ihr genau diese Unebenheiten. Die will ich raushaben. Also hier muss ich nochmal dran. Und dann zeige ich euch jetzt mal genau, worauf ich nämlich hinaus möchte. Und zwar, die Türen lassen sich auch ganz entspannt noch öffnen. Ah, die lehnt uns hier an, das ist schlecht. Also, was ich vorhabe, was ich auf alle Fälle machen möchte, ist das hier. Und zwar, wie ihr sehen könnt, löst sich leider hier das hier komplett ab. Und zwar aus nicht irgendeinem Grund, sondern viele kennen es, viele E34-Fahrer. Dieser Stoff hier löst sich von der Unterkonstruktion ab. Na, da löst sich einfach dieser Kleber mit der Zeit. Seht ihr hier. Das müsste eigentlich hier flach aufliegen, tut es aber nicht mehr und dementsprechend ist das dann eben so, dass sich dann auch alles weglöst. Müsste also neu befestigt oder neu angeklippt werden. In demselben Zuge möchte ich das hier aber dann auch gleich mit Leder beziehen lassen. Ja, weil das ist jetzt bloß der Stoff, soll dann zum Innenraum passen, also schön schwarzes Leder dann hier drauf. Nicht nur hier, sondern natürlich auf allen 4. Hier drüben ist dasselbe Spektakel, genauso wie auch vorne. Muss ja dann im Ganzen schön ausschauen. Das liegt immer noch so zurück. Und zwar aus nicht irgendeinem Grund. Ganz einfach, das habe ich ja hier unten. Schauen wir gleich mal hier hin. Habe ich ja hier unten den Teppich hoch. Habe hier unten das ja alles fertig gemacht gehabt. Seht ihr hier, den Stopfen habe ich auch eingesetzt. Der ist auch halbwegs fest. Und dementsprechend kann das dann auch wieder zugemacht werden. Und der ganze Teppich an sich wieder schön reingebracht werden in seine Form. Hier haben wir tatsächlich noch die Bremse für hinten. Die ist hier noch drin. Die müssen wir dann tatsächlich auch noch machen. Denn der TÜV ist dieses Jahr dran, wie wir sehen können. Und zwar am Januar. Er wird aber nicht bewegt. Im Winter oder bei diesen kalten Jahreszeiten wird er nicht bewegt. Deswegen müssen wir dann auf alle Fälle den vorbereiten. Den TÜV, also in dem Fall wirklich TÜV-Prüfer, weil ich gehe zum TÜV selber, TÜV Nord ist das hier, gehe ich hin und der weiß auch schon Bescheid. Der hat gesagt, komm, bring das Auto im März rum, Ende März, vielleicht ist da vom Wetter schon dann so schön, dass ich damit fahren kann. Dann wird da einmal wieder eine neue Plakette aufs Auto drauf gezimmert und dann kann ich da wieder die nächsten 2 Jahre fahren. Ich finde das Wahnsinn, wie schnell diese 2 Jahre vorbei sind. Ich habe den geholt und gefühlt waren 2 Jahre vorbei. Also Wahnsinn. Ich habe das Gefühl, dass je älter man wird, desto schneller vergeht einem wirklich die Zeit. Und ich verstehe das nicht. Oh, ich sehe hier noch einen von diesen allerersten Prototypenteile von diesen Kappen. Mittlerweile verkaufe ich ja tatsächlich die online bei mir auf Etsy. Hier habe ich noch gebohrt. Ich weiß nicht, ob ihr es hier sehen könnt. Ah, doch, müsst ihr das sehen. Mittlerweile ist das aber richtig schön konstruiert und hat auch richtig schön eine Form, dass das funktioniert. Hier war ja der nächste schon, da war dann 95 Parts, war dann hier schon drauf. War aber von der Qualität her nicht so, wie ich mir das gewünscht habe. Deswegen ich dann immer weiter getüffelt habe. Und ich würde sagen,
wir machen uns gleich mal an diese Türpappe dran und gucken mal, ob wir die loskriegen. Und wenn ja, wie einfach geht denn das, um das loszukriegen? Oder müssen wir das Auto wirklich rausschieben, worauf ich ja eigentlich keine Lust habe, weil Batterie hat er nicht. Die Batterie ist nämlich bei mir zu Hause. Und apropos Batterie, ich möchte mal in den nächsten 2-3 Wochen, würde ich ihn gerne starten. Da könnt ihr gerne mal unten reinschreiben, wie ihr das macht, wenn das Auto wirklich Monate gestanden hat, kein Öldruck mehr hat, Öl ist definitiv nicht oben im Kopf mehr drinnen, da würde ich alles drauf geben, dass der komplett abgelaufen ist und das Öl immer schön unten drin ist. Wir haben hier 5W40 drinnen, also gerne mal unten reinschreiben, wie würdet ihr das machen oder wie macht ihr das bei euren Autos, wenn der Monate gestanden hat und den ihr jetzt starten wollt. Würde mich mega interessieren. Kann man das vielleicht fürs nächste Video auch mal gleich mal gucken. So, ich mache mich mal hier dran und dann gucken wir mal, wie wir das am besten hier machen. Ich sehe schon, auf alle Fälle müssen wir einen Elektrostecker, der ist hier hinten dran. Oh, ich weiß gar nicht, ob ihr den gesehen habt. Hier ist der Stecker, den müssen wir auf alle Fälle abziehen, wenn wir die Tür dann auch irgendwann demontieren wollen, weil wir wollen ja die Türen auch mal machen. Ne? Hier unten bestes Beispiel, die will ich ja richtig abschleifen und will das hier richtig schön machen. Ne? Das hier. So, und dann haben wir tatsächlich schon angefangen. Hier hatten wir eine Schraube drinnen. Und zwar hier ist eine Schraube drinnen, hinterm Aschenbecher. Und dann kam kurze Zeit später, wie ich dann hier angefangen habe, schon die erste zu lösen von diesen Clipsen, die hier drin sind, kam mir hier oben das schon entgegen, in dem Fall das hier. Jetzt ist die Frage, ist das wirklich nur hingeklebt oder eingesteckt oder ist das wirklich abgebrochen? Weil es sieht jetzt nicht danach aus, dass es abgebrochen wäre. Ich zeige euch das mal. Also ne, hier oben diese Leiste. Weil das ist dann wäre nicht ganz so gut, wenn es abgebrochen wäre. Schreibt mir das mal bitte gerne in die Kommentare, ob das abgebrochen ist, ob ich jetzt Scheiße gebaut habe oder ob das ganz normal ist. Gerne reinschreiben, würde mich interessieren. Ich lese nämlich gerne die Kommentare. Wenn sie positiv bzw. wenn sie zwar Kritik drin haben, freue ich mich auch drüber, aber wenn es bitte dann auch sachlich bleibt. Also, wir machen weiter. Ich habe mir hier so ein Plastikwerkzeug geholt und dann gehen wir hier ringsrum entlang und hebeln das immer Stück für Stück auf. Immer vorsichtig, nicht, dass da noch mehr abbricht, als es eh schon vielleicht ist. Ich habe das Plastik weggelegt und habe hier unten tatsächlich dann einfach weitergemacht, habe hier meine Finger wirklich unten reingesteckt, weil die Nieten, hier ist eine Niete, die nächste war hier, die nächste ist hier und dann geht es hier hinten dasselbe auch rum. Hier ist eine Niete, hier oben ist eine Niete und hier ebenfalls ist eine Niete. Und das ist, glaube ich, besser mit den Fingern das zu machen, weil dann bricht man sie nicht ganz so schnell raus. So, hier oben ist auch noch gleich eine, muss ich gleich mit 2 hinten weitermachen. So, also wie gesagt, hier ist noch eine und dann geht es bestimmt hier oben noch mal weiter, dass hier gleich mehrere drin sind. Ich zeige es euch aber, wenn es ausgebaut ist. Nachdem ich jetzt hier die Schraube gelöst hatte, ist hier drinnen noch eine Schraube hinter einer Plastikkappe. So zeige ich euch das besser. So, in dem Türgriff und eben einmal hier in der ganzen Plastikverankerung. Da ganz wichtig, bei dieser Plastikding, es ist wirklich dieses ganze Plastikteil, nicht das, was aussieht wie so eine Kappe, habe ich festgestellt. Hier ist so eine Kante dran. Nein, geht wirklich zwischen dem Leder bzw. zwischen dem Kunstleder geht rein und das Plastik dann wirklich im Ganzen rausholen. So, wenn ihr dann natürlich diese 3 Schrauben auch gelöst habt, die hier und hier hinten, dann könnt ihr bitte nicht anziehen, also nicht in diese Richtung hier anziehen, sondern ihr müsst es dann nach oben drücken. Ich zeige euch gleich warum. Wir können das jetzt mal hier vorsichtig jetzt gleich mal rausnehmen. Wir müssen gleich mal die Stecker von hinten dann lösen. Und zwar ganz einfach. Hier ist eine Plastikklammer, die seht ihr hier hoffentlich. Ich mache es mal noch mal ein bisschen heller. So, hier seht ihr eine Plastikklammer. Und ihr dürft diese auf keinen Fall abbrechen, denn hier seht ihr eine Metallklammer. Und wie ihr schon sehen könnt, die ist wie ein U gefertigt. Deswegen könnt ihr die nicht nach hinten rausziehen, sondern ihr müsst die nach oben ziehen, damit es eben hier rausrutscht und dann rausgeht. Das zweite ist den Stecker hier. Wenn ihr elektrische Fensterheber habt, so wie ich auch hier, dann müsst ihr definitiv hier den langsam rauswiggeln, habe ich gemacht. Und das hier ist der Türgriffmechanismus. Der ist hier und ist von unten so reingesteckt, wie ihr sehen könnt. So, also ihr könnt oben drauf drücken und den langsam rausdrücken. Der ist auch schön gefettet. Also auch beim nächsten Mal sauber machen, fetten und dann hier wieder schön in den Gummi einführen.
Ja, jetzt haben wir das hier draußen. Ist auch soweit nichts abgebrochen. Ganz wichtig eben, das hier ist auch relativ dünn. Nicht, dass er die abbricht. Wäre ja schade. So, wir können jetzt hier nach hinten gehen. Können ihn mal auf die Seite legen. Und haben hier jetzt das mal schön raus. Wie ihr sehen könnt, jetzt seht ihr das vielleicht richtig. Ja, also hier hat sich der ganze Kleber weggelöst. Das könnte man natürlich dann hier schön. Müsste man mal gucken, wie man das hier machen kann. Man müsste also hier wirklich mal das Ganze vielleicht reinstechen und mal gucken, wie das funktioniert. So, jetzt seht ihr das Ganze, wie ich das gemeint habe, wenn man hier reinschaut. Mit dem Stecker. Ne, seht ihr natürlich nicht. Das ist ja schlecht. So. Hier ist der Stecker drauf. Den könnt ihr einfach runter wiggeln. Und hier unten drunter, wenn er scharf schalten sollte, ist der Bowdenzug für den Mechanismus vom Griff. Na, der ist dann hier einfach eingehakt und geht dann da durch. So, das Schlimmste ist hier, der Vorbesitzer hatte hier schon mal einfach so Spacksschrauben reingewirkt, wie ihr sehen könnt, ne? Damit das eben hält, weil hier fängt es ja auch schon an. Und das Schlimmste ist hier die Rückseite jetzt. Schaut euch das mal an. Ey, die Schraube komplett da durchgewirkt wie sonst noch was. Meine Güte. Also das möchte ich definitiv anders lösen. Wie gesagt, meine Vermutung ist, was man vielleicht machen könnte, ist in diesen Kunststoff, Leder oder was auch immer das sein soll, hier hinten mit einer Nadel reingehen, wirklich einen Kleber dann weitflächig da drinnen verteilen und dann wirklich hier zusammendrücken, genauso wie auch da nach hinten zusammendrücken, vielleicht mit so einem Holzbalken oder ähnlichem, und kann das vielleicht dann irgendwie dann wieder befestigen. Jetzt seht ihr das nochmal. Eine Schraube hier da, die zweite Schraube hier und die dritte Schraube hier. Diese Schraube und diese Schraube sind identisch. Das heißt, da muss man nicht aufpassen, welche Länge die haben. Hier ist eine komplett andere Schraube drin, ist auch viel länger. Ich sehe, boah, ist da aber auch Schmutz drin, ne? Meine Güte. Seht ihr das? Generell, also das muss auch mal sauber gemacht werden. Ich bin aber überlegen eben, wie ich das am besten mache. Mehr war es heute aber nicht. Wir haben hinten die zwei rausgebaut. Wir haben uns das jetzt angeschaut und ich nehme die Dinger mal mit nach Hause, lege sie mir auf die Seite, dass wir jetzt schön warm werden und gucke mir das Spektakel an. Vielleicht fahre ich auch zur Sattlerin und frage mal die, vielleicht hat die ja eine Ahnung oder hat das schon öfters gemacht. Wenn ihr da mehr wissen wollt, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein, ob ihr da auch dabei sein wollt, wenn ich damit zur Sattlerin fahren sollte. Weil das wäre auf alle Fälle eine Profi-Arbeit, die dann da passieren würde. Also, seid gespannt. Bis zum nächsten Mal. Euer Kamikaze-Fahrer. Und es freut mich sehr, dass ihr 2025 jetzt auch wieder mit dabei seid und wir direkt mit sowas wie diesen Türpappen anfangen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.